180-Grad-Wende in China. Kannst du davon profitieren? Also auf jeden Fall einmal, weil die Lieferketten besser werden. Nach 2 Jahren Stop-and-Go, Corona-Shutdowns, Öffnungen hat China jetzt relativ dramatisch auf Öffnung geschaltet. Entsprechend sollte sich der Rest der Lieferkettenprobleme noch auflösen. Davon profitieren wir alle. Sinkende Preise, bessere Verfügbarkeit von Produkten. Vor allem aber ein gewaltiger Konjunkturschub absehbar heuer für die chinesische Wirtschaft, wie wir es auch in Europa, USA nach ähnlichen Öffnungen gesehen haben. Das eröffnet natürlich auch Chancen am Kapitalmarkt. Wir sehen in der Grafik die Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes, eines Teils des chinesischen Aktienmarktes, die Firmen, die man auch als westlicher Investor vernünftig kaufen, verkaufen kann. Und man sieht nach dem dramatischen Einbruch 2021, Immobilienkrise in China, 2022, Shutdowns und auch dann Börsenschwäche global, seit Herbst eine drastische Erholung. Dieses chinesische Börsenbarometer hat seit Herbst schon rund 40% zugelegt. Aber ist man da nicht schon zu spät dran? Ja, im Herbst ja immer besser gewesen natürlich. Andererseits, wenn wir schauen, der Bärenmarkt am chinesischen Aktienmarkt, der hat schon das ganze Jahr 2021 angedauert. Vom Hoch aufs Tief haben wir da 50% nachgegeben. Anders formuliert, man sieht es in der Grafik recht schön, zurück auf die Niveaus, bevor wir die ganzen Probleme in China gestartet haben. Da wäre noch einiges Luft nach oben auf die Spitzen, die wir 2021 gesehen haben. Plus die Konjunkturerholung in China, die startet ja jetzt erst so richtig los. Kannst du uns jetzt sagen, was hat sich in China alles verbessert? Erstens, alle Wirtschaftszweige öffnen sich jetzt drastisch. Viel aufgestaute Konsumnachfrage, Investitionsbedarf, ähnlich wie in Europa, USA. Da haben wir gesehen, dass das zumindest mal für 1-2 Jahre starkes überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum sorgt. Zweitens, auch nach 2 Jahren Immobilienmarktkrise macht hier die Regierung in China inzwischen eine Kehrtwende, versucht den Immobilienmarkt zu stabilisieren, Firmen zu unterstützen. Das ist eine drastisch andere Politik als noch die letzten 2 Jahre. Das sollte auch hier ein bisschen eine Unterstützungslinie einziehen. Auch da denken wir, sollte sich die Situation eher verbessern. Und drittens auch bei den großen Technologiefirmen, wo die Politik bis vor kurzem noch war, durch die chinesische Regierung denen Druck zu machen, sie eher einzuhegen, einzugrenzen, hat man zuletzt gesehen, dass man hier wieder freundlichere Nasenlöcher für solche Firmen macht. Manche Technologiefirmen in China, entsprechend Alibaba wird vielleicht manchen was sagen, ist vom Herbst schon 100% in etwa im Plus und immer noch weit unter den Niveaus, wo sie vor 2 Jahren noch waren. Also wir sehen durchaus noch Chancen hier am Kapitalmarkt in der nächsten Zeit, trotz aller Risiken und Schwankungen, die solche schwankungsfreudigen Aktienmärkte in Schwellenländern, insbesondere auch in China, mit sich bringen. Bei all den positiven Nachrichten, eines haben wir noch nicht angesprochen. Wie schaut es denn aus mit dem Nachbarn Taiwan? Das politische Risiko China-Taiwan besteht natürlich. Wir können nicht hineinsehen in die Köpfe der chinesischen Regierungschefs. Andererseits, nach dem abschreckenden Beispiel Ukraine-Russland müsste hier eigentlich die Hürde relativ hoch liegen, sich diesen Wirtschaftsaufschwung wieder kaputt zu machen in den nächsten Jahren, indem er hier von chinesischer Seite zündelt. Sind diese Fakten dann auch zutreffend für andere Emerging Markets? Ein Punkt ist einmal, in breiten Aktien, Portfolios, Indizes von Schwellenländern, von Emerging Markets ist üblicherweise China, Taiwan, Hongkong ein Riesenbrocken, 40% oder mehr. Das heißt, die profitieren automatisch schon mal davon, wenn sich der chinesische Aktienmarkt erholt. Plus, China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist inzwischen so wichtig, gerade für andere Schwellenländer, dass tendenziell historisch die alle Rückenwind bekommen, wenn die chinesische Wirtschaft durchstartet. Also allein von der Streuung her wären auch breite Emerging Markets, Indizes, Portfolios, Fonds ein Beispiel, wie man von so einer Erholung am chinesischen Aktienmarkt Wirtschaft profitieren könnte. Ein zweiter Punkt vielleicht noch, und da habe ich eine Grafik dazu mitgebracht. Die Linie in der Grafik zeigt, ist in einer bestimmten Phase es besser gewesen, einfach am US-Aktienmarkt zu investieren oder in Schwellenländeraktien. Wenn die Linie runtergeht, sind Schwellenländeraktien schlechter gelaufen als USA. Wenn die Linie raufgeht, haben Schwellenländer deutlich besser performt als die USA. Und wir sehen die letzten 10 Jahre, man hat nichts versäumt in Schwellenländern. Man hat mehr als 300% Performance mehr gemacht am US-Aktienmarkt als in US-Schwellenländern. Das ist aber kein Naturgesetz. Die 10 Jahre davor war es genau umgekehrt. Wir haben jetzt eine lange Phase hinter uns, wo ein Problem nach dem anderen, gerade aus China heraus, über die Emerging Markets drüber geprasselt ist. Man sieht, wir sind hier schon sehr weit hinten nach bei der Performance. Wenn jetzt wirklich in China die Wirtschaft dreht, auch hier politisch wieder ein Startschuss gesetzt wird, dann stehen zumindest auf die nächsten Jahre die Chancen sehr gut, dass hier breite Emerging Market Aktienmärkte auch wieder aufholen können. Also das wäre definitiv eine Chance, wie man von dem Ganzen auch profitieren könnte. Apropos profitieren, am meisten profitierst du natürlich, wenn du uns ein Like gibst und uns abonnierst, dann versäumst du auch solche Videos in Zukunft nicht. In dem Sinn, viel Erfolg, alles Gute!